Das Mischung aus beidem. Natürlich über allem überwiegt die Niederlage, weil auch ich will am Ende nur gewinnen. Aber für mich persönlich nehme ich natürlich die ein oder anderen positive Dinge auch mit. Es war eines dieser typischen Spiele in Leverkusen. Es hätte gut und gerne auch 3:1 oder 4:2 für uns ausgehen können. Es wurde allerdings am Ende ein 1:2. Damit herzlich willkommen zu unserem Spieltagsrückblick hier wieder vom Trainingsgelände in Dortmund-Brakel. Die Möglichkeit verpasst, einen direkten Konkurrenten um die Champions-League-Plätze zu überholen. Entsprechend ernüchternd waren die Statements gestern von Marco Reus und Thomas Delaney nach Abpfiff. I had to count to 10 before I came to you. It's very disappointing. Ich glaube, wir haben Leverkusen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr viele offene Räume gegeben. First half, we play with a bad mentality. We play with a bad body language, everything. Aber man muss auch sagen, dass wir nach dem 1:1 sehr, sehr am Drücker waren. Then we changed it in the second half and becoming more aggressive, creating our chances. Nach dem Spiel und vor allem nach den Chancen, die wir dann vor allem nach dem 1:1 hatten, ist es extrem bitter. But we do let in a lot of chances today, way too many. Es ist ein enttäuschender Abend für uns, weil wir nach Samstag unbedingt auch einen direkten Konkurrenten schlagen wollten und das haben wir nicht getan. As disappointed as I am, we didn't deserve to win. We could have won, but we need to do better. Klare Worte gestern Abend, klare Worte auch heute. Denn ich habe gerade noch mit Julian Brandt gesprochen. Auch er analysiert nochmals die 90 Minuten in der Bayer Arena und zieht ein kurzes Hinrundenfazit. Julian, mit einer Nacht Abstand, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es eine relativ kurze Nacht gewesen ist, wie fällt so dein Spielresümee heute aus? Ich glaube, wenn du Spiele verlierst, gibt es grundsätzlich nicht viele positive Resümees. Wir haben uns das selber ein bisschen oder größtenteils zuzuschreiben, dass wir das Spiel gestern verloren haben. Zum einen, weil wir in der ersten Halbzeit es, glaube ich, nicht geschafft haben, Druck auf die Leverkusener auszuüben, eine gewisse Intensität auf den Platz zu bringen. Ja, auch so ein bisschen vielleicht das Spiel oder unser Spiel dem Gegner aufzuzwingen. Haben in der zweiten Halbzeit das besser gemacht, aber was wir uns da leider vorwerfen können, ist, dass wir aus den Chancen halt einfach nicht die Tore machen oder genug Tore machen, um das Spiel zu drehen und vor allem es zugunsten unserer zu drehen. Gelingt uns momentan, nicht nur gestern, sondern auch gegen Mainz nicht so oft. Das müssen wir zusehen, dass wir das ändern. Jetzt gerade am besten schon am Freitag. Ich glaube, die Hinrunde ist jetzt vorbei. Die Rückrunde steht vor der Tür. Es sind noch 17 Spiele. Also ich glaube, es ist noch nichts verloren, was die Champions League Plätze angeht, was auch eine gute Position allgemein für den BVB angeht. Aber da ist noch ein Stück Arbeit für uns. Du hast gerade gesagt, es ist immer schwierig, nach einer Niederlage so irgendwas Positives im Resümee zu finden. Wir versuchen es trotzdem auch so ein bisschen, wenn wir jetzt mal auf dein persönliches Fazit vielleicht mal gehen. Nicht nur, dass du ein Tor geschossen hast auch was an vielen Offensivaktionen, an vielen Chancen beteiligt, sei es durch direkte Abschlüsse oder auch dann halt Vorlagen. Aber was überwiegt da eher die Tatsache, dass man sich darüber, ich will nicht sagen freut, aber sagt, dass man diese Chancen sich erarbeitet hat? Oder dann doch eher auch wieder dieser negative Touch, Mensch, dass man nicht vielleicht eine Chance, einen Pass besser angebracht hatte, um noch zum Erfolg zu kommen? Ja, es ist, also bei mir, also jetzt auf mich persönlich bezogen, ist es ein Stück weit beides. Zum einen bin ich natürlich, klar, froh, dass ich jetzt, finde ich, wieder ganz gut in Tritt komme. Ich glaube, dass es gegen Mainz schon ordentlich war, wo mir aber noch ein bisschen so das Glück gefehlt hat, einfach vielleicht auch da schon zu treffen. Jetzt ist gestern dann der Knoten wieder geplatzt. Was natürlich für mich auch eine Erleichterung ist, weil bei mir war auch ein bisschen der Wurm drin, irgendwie wollte es nicht so ganz. Von daher eine Erleichterung definitiv bei mir persönlich, zum anderen natürlich auch irgendwie eine kleine Enttäuschung, weil ich auch in der einen oder anderen Szene noch involviert war, wo man hätte vielleicht sogar das 2-1 machen können. Beste Szene ist, glaube ich, das Ding, wo
wo der Tapsoba auch auf der Linie rettet, wo eigentlich meine Idee war, ihn auf Marco abzulegen, damit er ihn einfach nur ins leere Tor reinschiebt, das nicht richtig geklappt hatte. Ja, von daher ist es so eine Mischung aus beidem. Natürlich über allem überwiegt die Niederlage, weil auch ich will am Ende nur gewinnen. Aber für mich persönlich nehme ich natürlich die ein oder anderen positive Dinge auch mit. Du hast es auch schon angedeutet, das nächste Spiel steht am Freitag schon auf dem Programm. Deswegen wollen wir jetzt mal den Deckel drauf machen auf das Spiel gegen Leverkusen, aber auch die Hinrunde. Zieh doch noch mal ein ganz kurzes Fazit dieser Hinrunde, aber auch dann mit Blick auf die Rückrunde, was du sagtest, was man da vielleicht noch besser machen muss, was die Ziele da sind. Zum einen finde ich, oder was das Ziel von uns ist, glaube ich, wieder in diesen dominanten Stil reinzukommen. Ich glaube, wir haben gerade, natürlich war es eine andere Zeit, wir hatten noch volle Stadien, aber ich glaube, ich kann mich ganz gut erinnern an letzte Saison, wenn wir Spiele zu Hause hatten, haben wir teilweise Spiele wirklich 3, 4, 5-0 gewonnen. Wir waren dominant, wir haben die Tore gemacht, wir waren geil drauf, Tore zu schießen. Jeder wollte Tore machen, aber wir haben auch alle zusammen sehr gut verteidigt. Momentan ist es eher so, dass es in die Richtung geht, es werden immer knappere Spiele. Werder Bremen zum Beispiel, Leipzig ist jetzt mal eine Ausnahme. Auch Mainz und auch jetzt Leverkusen, fand ich, waren eher knapp. Und dass wir wieder ein bisschen in die Richtung hinkommen. Natürlich ist es jetzt nicht von heute auf morgen, das ist, glaube ich, uns allen bewusst, aber ich bin grundsätzlich gut gestimmt, dass dieser Prozess auch positiv stattfinden wird. Nur es wäre natürlich gut, wenn wir damit auch Freitag wirklich jetzt mit einem guten Start in die Rückrunde dann kommen, weil wir müssen mehr Punkte holen als die 29 Zähler, die wir bisher auf dem Konto haben. Ich glaube, das ist wichtig, einfach um sich einen gewissen Puffer auch zu holen, weil das Ziel muss definitiv sein, die Champions-League-Plätze zu erreichen und auch zu sichern. Und alles andere muss man dann gucken. Also Mund abputzen, weiter geht's. Bereits am Freitag der Rückrundenauftakt in Mönchengladbach und gegen die 11 vom Niederrhein gab es zuletzt 11 Siege in Serie. Nehmen wir es zum Abschluss dieser Sendung als gutes Omen. Damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bleibt gesund.